Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute wollte ich euch nur mal was zeigen. Guckt mal hier. Wisst ihr, welcher Motor das war? Das war genau dieser Motor. Der ist jetzt wieder richtig schick geworden. Wir haben hier ein EJ25, das war exakt das Gehäuse, was da in dem ersten Video war. Das haben wir komplett gereinigt, restauriert und einen Close-Deck-Umbau gemacht. Das Ding ist jetzt für richtig Ladelook vorbereitet. Zudem wurden die Köpfe komplett überholt. Der komplette Motor wurde überholt, der hat schmale Schmiedekolben bekommen, Manley-Pleuel, Hauptlagergasse, neue Kurbelwelle. Alles vom Feinsten. Der geht jetzt morgen zur Spedition. Das ist wirklich schön und ich bin da auch ganz ehrlich ein bisschen stolz drauf, denn das war wirklich der schlecht aussehendste Motor, den ich je hatte. Das Ding war, ihr habt es ja selber gesehen, jede Schraube, die du angepasst hast, knack, knack, alles ist abgebrochen. Und wir haben den echt wieder gut hinbekommen. So, ich zeige euch den mal von der anderen Seite. Guckt euch das an. Das Ding ist jetzt besser wie neu. So. Das Auto hatte keinen wirklichen Schaden. Ich glaube, da war nur die Zylinderkopfdichtung hin und ich hatte trotzdem mal, weil ich das immer mache, mal kurz in den Wärmetauscher reingeguckt und schaut euch mal bitte an. Ich mache jetzt mal gerade Bremsenreiniger in den Wärmetauscher. Guckt euch mal bitte an, was bitte für eine Schmocke da rauskommt. Also, das war wirklich sehr gut, dass ich das noch gesehen hatte und dass wir den neu machen. Empfehle ich euch immer, sobald ihr ein Auto habt, was Späne geworfen hat mit einem Schaden, zum Beispiel Pleulager oder Zylinderfresser oder so, dass ihr den Wärmetauscher neu macht, die Ölpumpe, das Ölansaugrohr und natürlich alle Kanäle, hier die ganzen Stopfen rausmachen, alles reinigen, durchspülen. Genau genommen muss man sogar die AVCS-Räder zerlegen und aufmachen. Darüber werde ich auch mal ein Video machen. Die AVCS-Regelventile, denn da sind auch solche feinen Kanäle, wo das hängen bleiben kann. Zudem kommt das hier in den Verschraubungen, hier kleine Filter drin sind, Siebe, und macht die einfach raus. Subaru hat da sogar selber mal eine technische Lösung für gemacht, wenn man da Probleme hat, dass die AVCS-Regelung hier Abweichungen voneinander hat, dass man die Siebe bitte erstmal rausmachen soll. Weil dann der Öldruck eben nicht korrekt anliegt an den Rädern und das nicht gleichmäßig verstellen kann. So, was haben wir hier noch? Wir haben echt eine Menge hier. Das ist ein WRX, ein 2004er WRX. Der kriegt einen Upgrade-Lader, einen Blautsch-Turbolader rein. Das hier ist der alte TD04. Den könnt ihr verwenden bis 250, 260 PS. Dann ist da Schicht im Schacht und ja, das ist hier der Blautsch. Der macht ordentlich Druck oben rum und am Samstag kommt der Alexander Frey von Tracktoys und wird den abstimmen. Was wir dem noch verpassen, sind hier diese Inlet-Pipe. Die Inlet-Pipe sorgt dafür, dass der Flow, wie der Turbolader, quasi das steckt so hier drauf, der Flow, wie der Turbolader ansaugen kann, einfach besser ist und somit haben wir einen früher ansprechenden Turbolader und halt auch obenrum mehr Leistung. Den Sleeve bauen wir aber eben auch noch hier ein, nicht Spaß. Hier, so sieht das aus. Saugt hier an über den Luftfilter. So, und durch diese enge Kunststoff-Inlet-Pipe, die oftmals hier hinten, sieht man das noch? Ja, ist auch auf. So oftmals hier hinten kaputt geht, weil das ist komplett starr und hier haben die so einen Gummi dran geschweißt, geschrumpft, keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Aber auf jeden Fall bauen wir die jetzt aus. Und dann kommt die Samco Inlet Pipe rein. Der kriegt noch einen ordentlichen Sportluftfilter, keine Cold Air Intake, einfach nur eine Sportluftfiltermatte. Und dann kommt am Samstag der Alexander und dann schauen wir mal, wir machen vielleicht auch ein Video, was dabei rumgekommen ist.
das war's auch schon. Ich wünsche euch gutes Gelingen und stay tuned.